Moin und Namaste. Ich bin Kerstin von Watten Yoga. Schön, dass du wieder den Weg hier zu mir auf die Matte gefunden hast. Heute habe ich eine kleine Detox-Stretch-Einheit für euch. Das heißt, wir bringen einmal unseren Stoffwechsel ein bisschen in Schwung, aber dehnen uns auch sanft, so dass wir uns wirklich rundum wohlfühlen, wenn wir die Matte wieder verlassen. Also lass uns beginnen. Hop auf die Matte und los geht das. Wir starten heute im Schneidersitz und zwar so, dass dein rechtes Bein vorn und das linke am Körper ist. Für einige von euch, wie zum Beispiel für mich, fühlt sich das ein bisschen eckig an. Das ist immer ein Zeichen, dass man eigentlich zu wenig diese Übung auf der Seite macht und wir neigen immer dazu, das Angenehme zu suchen, aber man sollte doch öfters mal in diese Haltung dann gehen, damit sich die beiden Seiten ausgleichen und irgendwann im Optimalfall sich gleich anfühlen. Und dann sitze hier erstmal aufrecht, roll die Schultern tief und lass sie dann ganz entspannt hängen, deine Arme ganz weich, leg die Hände auf deinen Knien ab und dann lass uns hier nochmal die Augen schließen und uns ein bisschen Zeit geben, hier wirklich auf der Matte anzukommen. Du kannst ruhige, tiefe Atemzüge durch die Nase nehmen, wenn du möchtest. Du kannst aber auch erstmal tief einatmen durch die Nase und nochmal alles loslassen durch den Mund. Vielleicht hilft es dir dabei, hier und jetzt anzukommen, ein bisschen vom Alltag loszulassen und dich noch ein bisschen mehr auf deine Yoga-Einheit einzulassen. Und dann lass deinen Atem ganz ruhig und natürlich fließen. Spüre den Boden unter deinem Po. Schau von außen auf dich, wie du auf der Matte sitzt. Schenk dir selbst ein Lächeln. Der erste Schritt ist getan. Du bist auf deiner Matte gelandet und kannst dich einfach jetzt fallen lassen, dich durch diese Einheit von mir leiten lassen und dich entspannen, die Dehnungen genießen, die Übungen für deinen Körper genießen. Und wenn du soweit bist, kannst du die Augen wieder öffnen. Und dann zieh dich einmal richtig in die Länge, Bauchnabel zieht nach innen, wachse ein Stück und aus dieser Länge heraus ziehst du dein Kinn zur Brust und spürst eine wunderbare Dehnung im Schulter-Nackenbereich. Deine Schultern ziehen tief weg von den Ohren. Und wenn du magst, bleib hier oder schiebe langsam dein rechtes Ohr über deine rechte Schulter. Genieße die Dehnung hier im Hals auf der linken Seite. Und dann im Halbkreis kannst du wechseln und dein linkes Ohr über deine rechte Schulter schieben. Und in deinem Rhythmus von einer Seite zur anderen wechseln. Lass auch hier deinen Atem fließen. Atme gleichmäßig ein und aus. Wenn es dir besser gefällt, Ganzkopfkreise zu nehmen, kannst du das gerne tun. Und wenn du soweit bist, dann komm wieder zur Mitte zurück und sitze aufrecht. Atme ein, zieh den Bauchnabel wieder nach innen. Und beim Ausatmen drehen wir uns langsam zur rechten Seite, so dass unser Oberkörper Richtung Knie zeigt.
Unsere Fingerspitzen stellen auf und dann beugen wir uns langsam nach vorn. Und dann mach es wieder zu deiner Einheit. Entweder bist du beweglich, kannst die Arme noch weiter nach vorn strecken und den Oberkörper noch ein bisschen absenken. Oder wenn das heute nicht der Fall ist, dann nimm dir einen Yoga-Block zur Hilfe oder ein dickes Buch. Leg deine Arme darauf ab und halte hier. Hol den Boden einfach ein Stückchen näher zu dir heran. Atme ruhig und gleichmäßig weiter. Und beim nächsten Einatmen kommst du langsam wieder nach oben. Ziehst den Bauchnabel beim Ausatmen nach innen, drehst dich zur linken Seite und gehst dann wieder tief in eine Beugung hinein. Zum einen massieren wir hier so ein bisschen unsere Bauchorgane für den Stoffwechsel und zum anderen spürst du eine sanfte Dehnung im unteren Rückenbereich. Einatmen, komm wieder nach oben und du errätst es vielleicht schon. Jetzt gehen wir langsam gerade nach vorn, Bauchnabel zieht nach innen. Und dann bring deinen Oberkörper nach vorn. Auch hier kannst du gerne einen Block zur Hand nehmen. Einatmen, richte dich wieder auf. Und jetzt lass uns einmal unsere Beine wechseln und die gleiche Abfolge nochmal wiederholen. Das heißt, das rechte Bein kommt jetzt nach innen, das linke nach vorn. Sitze nochmal aufrecht, atme ein. Und beim Ausatmen drehen wir uns jetzt beginnend mit der linken Seite über dein linkes Knie und beugen uns langsam wieder nach vorn. Atme tief und gleichmäßig. Du kannst auch gern immer die Augen schließen. Einatmen, komm wieder über die Mitte zur rechten Seite. Hände setzen wieder auf. Oberkörper beugt nach vorn. Tiefe Atemzüge hier. Wenn dir diese Vorbeugen ein bisschen schwer fallen, kannst du jederzeit deine Hüfte durch eine Decke auch ein bisschen höher bringen, indem du dich einfach auf die Decke setzt. Jetzt entlaste deine Hüfte so ein bisschen. Und ein paar Zentimeter reichen schon. Komm wieder nach oben, um dich so ein bisschen zu entlasten. Atme nochmal ein hier und beim Ausatmen kommen wir jetzt wieder in eine Vorbeuge nach vorn. Und einatmen, richte dich langsam wieder auf. Und von hier aus treffen wir uns im Vierfüßler. Komm ganz langsam und achtsam in diese Position. Zieh den Bauchnabel nach innen, deine Hände weit aufgefächert. Unter deinen Schultern, die Knie unter deiner Hüfte. Und die Füße als Verlängerung deiner Unterschenkel. Dein Blick
geht erstmal zwischen deinen Händen auf die Matte, Bauchnabel zieht nach innen. Und beim Einatmen rollst du vom Becken her in ein Hohlkreuz. Bei den Schultern angekommen, Schultern wegziehen von den Ohren und dein Blick geht leicht nach vorn. Und so landest du in der Kuh. Spürst eine Dehnung im Bauchbereich und natürlich auch im Rücken fühlt sich das richtig gut an. Und beim Ausatmen vom Becken her beginnend wieder in einen Katzenbuckel kommen. Du presst fest in deine Hände und zum Schluss ziehst du dein Kinn zur Brust. Einatmen, komm wieder in die Kuh. Ausatmen, noch einmal in den Katzenbuckel. Einatmen, noch einmal in die Kuh. Und ausatmen, schieb dich noch einmal in den Rundrücken. Und dann komm zurück, neutrale Position. Wir wollen eben unsere Bauchmuskulatur so ein bisschen aufwecken. Dabei bringst du dein rechtes Bein nach hinten gestreckt, der Fuß zieht flex und hier kannst du deinen Bauchnabel schon Richtung Wirbelsäule ziehen, um einfach diese Bauchmuskeln zu aktivieren. Dann bring deinen linken Arm nach vorn und beim Ausatmen ziehst du dein rechtes Knie zum rechten Ellenbogen und deinen linken Ellenbogen zur linken Hüfte. Einatmen, wieder strecken. Ausatmen, wieder so. Einatmen, wieder strecken. Ausatmen, mach dich nochmal klein. Einatmen, strecken. Ausatmen, bring deine Hand und dein Knie wieder zur Matte. Wir wiederholen auf der anderen Seite. Streck dein linkes Bein nach hinten, schieb deine Ferse zurück und dann löse deine rechte Hand von der Matte. Zieh dich in die Länge, schieb den Fuß nach hinten, zieh die Fingerspitzen nach vorn. Und beim nächsten Ausatmen, mein linkes Knie zum linken Ellenbogen und rechter Ellenbogen zur rechten Hüfte. Einatmen, zieh dich wieder in die Länge. Ausatmen nochmal so. Einatmen, zieh dich in die Länge. Ausatmen ein letztes Mal so. Die Bauchmuskulatur ist jetzt wach. Zieh dich nochmal lang und dann bring Hand und Knie wieder zur Matte. Atme hier einmal durch. Und dann stülp deine Zehen um, lass deine Hände ein kleines Stück weit nach vorn wandern und dann komme in den ersten herabschauenden Hund. Tritt ein bisschen auf der Stelle, dehne deine Muskulatur sanft, zieh deinen Rücken in die Länge, wenn möglich, deine Ohren zwischen deine Oberarme. Du kannst die Knie auch gern gebeugt lassen. Zieh den Bauchnabel nach innen, das verlängert nochmal deinen Rücken und schieb deinen Po nach oben. Der Blick geht zwischen deinen Beinen hindurch. Wunderbar. Und dann wandern deine Hände langsam zurück Richtung Mattenende und du landest in einer ganzen Vorbeuge. Beuge deine Knie ein bisschen, verschränke deine Arme und lass deinen Oberkörper hängen. Nimm tiefe Atemzüge in deinen Rücken hinein. Eine wunderbare Dehnung, die man auch gern zwischendurch in seinen Alltag einbringen kann. Erstmal beruhigt diese Vorbeuge die Nerven und es ist natürlich auch wunderbar für den Rücken.
Löse langsam auf. Bring deine linke Hand zwischen deinen Füßen und die rechte Hand bringst du zu deiner Hüfte. Atme ein, zieh dich in die Länge und beim Ausatmen kommst du in eine leichte Drehung zur rechten Seite. Du kannst dein linkes Bein ein bisschen mehr beugen und das rechte ein bisschen mehr in die Streckung bringen. Das hilft dir bei dieser Drehung. Ausatmen, komm zurück. Wir wechseln einmal die Seite. Rechte Hand stellt auf zwischen deinen Füßen oder vor deinen Füßen und die linke Hand zur Hüfte und dann wächst du wieder, beugst dein rechtes Bein ein bisschen, bringst dein linkes in Streckung und drehst dich einmal zur linken Seite auf. Und ausatmen, komm wieder zur Mitte zurück. Deine Hände wandern nach vorn und wir landen so im Liegestütz. Hände weit aufgefächert, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, Fersen schieben nach hinten. Press dich weg von der Matte. Fingerspitzen schieben in die Matte hinein. Halte kurz. Tiefe Atemzüge, vielleicht sagst du dir, ich bin stark. Und beim Ausatmen bringst du Knie, Brust und Kinn zur Matte und legst dich auf den Boden ab. Dreh die Schultern nach hinten, atme ein, komm in eine kleine Kobra. Ausatmen, geh wieder tief. Lass deine Hände ein kleines Stück nach hinten wandern. Ellenbogen wieder zum Körper. Atme ein. Schieb dich etwas weiter nach oben. Ausatmen, gehe tief. Und wenn du magst, kannst du deine Hände noch ein kleines Stück weiter nach hinten schieben. Und beim Einatmen die Arme fast in Streckung bringen. Und dich einmal in die große Kobra schieben sozusagen. Und ausatmen, komm wieder zur Matte zurück. Bring deine Hände unter deine Schultern, press dich nach oben in den Liegestütz und zurück in den herabschauenden Hund. Atme hier ein, heb dein rechtes Bein nach hinten oben und beim Ausatmen bringst du deinen Fuß nach vorn zwischen deinen Händen. Dein hinterer Fuß zieht nach hinten, die Ferse Richtung Boden, die Innenschenkel ziehen zueinander. Dein Blick geht vor deinen Fuß, tiefer Ausfallschritt. Und dann setz deine Hand auf und öffne dich einmal zur rechten Seite hin. Tiefe Atemzüge hier, sei ganz stark. Ausatmen, setz wieder ab. Und dann bleibe hier, atme ein und beim Ausatmen streckst du langsam dein vorderes Bein. Auch hier hast du die Möglichkeit, wenn du den Boden ein bisschen näher zu dir bringen musst, Blöcke oder dicke Bücher zur Unterstützung zur Hand zu nehmen. Denn beim Einatmen kommen wir jetzt wieder nach vorn, tiefer Ausfallschritt. Ausatmen, streck dein vorderes Bein. Einatmen, komm nach vorn. Und ausatmen, mach dein Bein nochmal lang. Und dann komm wieder in den tiefen Ausfallschritt, setz deine Hände auf und komm zurück in den herabschauenden Hund. Zieh dich einmal richtig in die Länge. Stell dir vor, deine Wirbelsäule hat kleine Luftpolster zwischen jedem Wirbel. So lang ziehst du deine Wirbelsäule. Wunderbar.
Und dann schiebst du deine rechte Ferse in die Matte, atmest ein, hebst dein linkes Bein nach hinten oben. Ausatmen, bring deinen Fuß nach vorn. Zwischen deinen Händen. Tiefer Ausfallschritt. Halte hier kurz. Dein Rücken ist lang, Schultern drehen weg von den Ohren. Und dann setzt deine rechte Hand auf der Matte auf und du atmest ein, öffnest dich zur linken Seite. Halte kurz. Und ausatmen, Hände wieder zur Matte. Atme hier nochmal ein. Und ausatmen, streck dein vorderes Bein. Eine angenehme Dehnung hier nochmal in deiner Wade bis hinauf zum Po. Einatmen wieder nach vorn. Ausatmen, schieb dich zurück. Einatmen nach vorn. Ausatmen, schieb dich zurück. Einatmen nach vorn. Und dann tritt zurück in den herabschauenden Hund. Noch einen tiefen Atemzug hier ein. Und ausatmen, senk die Knie zur Matte ab. Bring die Knie mattenbreit, schieb deinen Po zurück. Die Arme strecken weit nach vorn. Die Stirn kommt Richtung Matte. Wir strecken hier nochmal unsere Arme. Und dann wandern deine Arme langsam zurück. Und du kommst über die Seite in Rückenlage. Hier angekommen, bring deine Knie nochmal zur Brust. Umfass mit den Händen deinen Unterschenkel und press sie nochmal ganz fest an deinen Bauch. Nimm tiefe Atemzüge hier, sodass dein Bauch rund wird und gegen deine Beine schiebt. Wunderbar. Dann bringst du die Arme rechts und links von dir gestreckt, Handflächen nach unten. Stellst deine Füße nochmal auf, hebst dein Po an, bringst ihn zur rechten Seite und dann legst du deine Knie zur linken Seite ab. Dein Blick wandert, wenn du magst, nach rechts. Nochmal eine schöne Dehnung in deiner Hüfte, im Oberkörper, im Schulterbereich. Und dann komm langsam zur Mitte wieder zurück. Heb dein Po nochmal an, die Arme bleiben wie sie sind und schieb ihn jetzt zur linken Seite und deine Knie fallen nach rechts. Dein Blick kommt jetzt nach links. Wenn du magst und es angenehm ist für deinen Nacken, und dann löse auf, komm zur Mitte zurück, zieh die Knie nochmal zur Brust heran. Atme nochmal tief. Und dann dürfen sich deine Beine ausstrecken, mattenbreit ablegen. Die Füße fallen ganz entspannt nach außen. Die Arme
mit den Handflächen nach oben neben deinem Körper. Zieh die Schulterblätter nochmal leicht zueinander. Kinn leicht zur Brust, sodass dein Nacken lang wird. Und dann atme hier nochmal tief ein. Und beim Ausatmen durch den Mund kannst du deine Augen schließen und tief in die Matte sinken. Und dann finde zu deinem natürlichen Atemrhythmus zurück. Genieße nochmal einen kurzen Moment der Ruhe und Entspannung. Du kannst gern hier noch ein bisschen länger verweilen oder du schließt deine Beine mit mir. Bleib ruhig hier liegen, lass die Augen geschlossen und führe die Hände im Anjali Mudra zu deiner Stirn und lass uns voneinander verabschieden. Ich wünsche euch noch einen ganz wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Namaste.